Heute sind wir zusammen in Cúcuta in der Region Norte de Santander in Kolumbien an der Grenze zu Venezuela und ich dokumentiere den Übertritt zur Grenze nach Venezuela. Bin schon mega gespannt, wie es sein wird. Die Grenze ist jetzt mittlerweile seit, glaube ich, einem Jahr wieder offen, nachdem sie jahrelang gesperrt war. Amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿A dónde vamos? Para la frontera. ¿Qué puedes decir sobre esa área, sobre esa zona de Colombia? Pues en el momento ha mejorado un poco. Ya con haber abierto la frontera ha mejorado. ¿Y es peligroso andar por allá? Pues ha estado bastante delicado, pero ya está mejorando en el sector. Hay mucho movimiento hacia Venezuela y Venezuela hacia Colombia. ¿Y qué dices? ¿Qué tal la vida acá en esa parte de Colombia? ¿Te gusta? Sí, claro. Por eso vivo acá, me gusta. ¡Hola, leñero! ¿Acuerdas de mí? ¿No se acuerda de mí? No, vamos a Venezuela, amigo. Aquí tengo el retorno. Das ist das, wo man immer aufpassen muss an der Grenze. Man hat sofort die Aasgeier, die einem hinterherlaufen. Hier der liebe Taxifahrer und hier gleich die Leute, die dann alle sagen, ja hier, ich begleite dich, ich zeige dir den Weg, dafür wollen sie Kohle haben. Aber die laufen dir so oder so noch, also da muss man sich dran gewöhnen. Deswegen heißt es jetzt Kamera schön verstecken. Gracias, amigo. Listo. ¿Cuándo es? 25. 25, sí, está bien. So, jetzt sind wir auf der legendären Brücke, die noch vor einem Jahr ungefähr gesperrt war. Mittlerweile wieder offen. Da vorne ist jetzt schon Venezuela, da muss man sich dann registrieren und dann ja, bin ich in Venezuela. Das Ausstempeln war relativ einfach, entspannt, hat nicht mal Geld gekostet, also besser geht es eigentlich gar nicht. So, ich bin jetzt immer noch an der Grenzstadt jetzt angekommen und erstmal ein Erfrischungsbier getrunken mit meinen Freunden. Buenas, ¿cómo está? Bien, 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 gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Dónde estamos? Aquí en San Antonio del Táchira. Sí, ¿qué tal la vida acá? En 3 palabras. Pues fino, agradable y hermoso. En 3 palabras. Fino, gracias a Dios, aquí es hermoso. Estoy recibiendo un brinde de su personalidad. Vamos. Lo que es la llamada polar, la famosa bebida venezolana, muy conocido por los venezolanos a nivel mundial, cebada, lúpulo y otras cositas más, pero aparte de sabrosa, agradable. Ajá, calorías, de calorías, totalmente. Aguardiente, colombiano y venezolano. El que llaman guarito, No, cachicamo. cachicamo, O alias de Cucuy. Esto va para Alemania, ¿no? cachicamo alias cucuy. Eso va para los seguidores en Alemania, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile. ¿Ah? Échame amarra con whisky, brandy, queso, martel. Puro cucuy. Está buenísimo. Una tapa. No quiero tanto, es increíble. ¿Cuánto de alcohol? ¿Cuánto? 50% más. ¿Y la polarcita? Pero acá, ¿cuántos grados tenemos ahora? Como 35, 30 grados de bajo cero. Este es el toñeco de nosotros aquí en San Antonio, este es el toñeco. Vea, tío. Este
carro allá, no fumar. ¿Cómo lo bajamos? So langsam wird es Nacht hier an der Grenze und ich hole mir jetzt das nächste Taxi und dann geht es Richtung San Cristóbal. Das ist jetzt eine kleine Stadt und schon ein ziemlich krasser Ort, muss ich sagen. Also wenn man ankommt, krasser Kulturschock. Viele Leute, die umarmen dich, wollen was von dir, kommen zu dir. Und die Einreise war auch gar nicht so leicht. Ich wurde erst abgelehnt und musste dann irgendwie einen Nachweis von einem Hotel haben und muss das physisch ausdrucken, einfach so eine Willkür, egal. Und ich bin jetzt drin und ja, trinkst dir 2 Bier, lernst du die Leute kennen und merkst du, das sind Leute wie du und ich. Aber natürlich muss man hier aufpassen, weil ganz anderes Milieu. Aber mir gefällt's. Wow, jetzt bin ich tatsächlich angekommen in San Cristóbal, fast Mitternacht, fast den halben Tag unterwegs gewesen, sogar länger. Und ich muss wirklich sagen, Wahnsinn anstrengend. Bin über die Grenze, habe dann diese 2 Jungs getroffen. Ich bin erst nicht reingekommen ins Land. Die wollten, dass ich eine Reservierung vorzeige vom Hotel. Das musste ich aber ausgedruckt zeigen mit meinem Pass. Das war einfach so eine, für mich persönlich, Schikane, weil denen hat es eben nicht gereicht, dass man es nur per Handy zeigt. Das heißt, da musste ich da erst was ausdrucken und dann bin ich da mit den Jungs und habe gesagt, ah, komm, euch gebe ich ein Bier dafür. Die haben mir da gut geholfen. Und das Interessante war, die kamen und da kam die Polizei, hast du hier eine Genehmigung? Da gesagt, ah, der gehört zu mir. Und die haben mich da einfach durchgewunken mit ihm, wo ich mir gedacht habe, so, hey, wer bist du? Wie kann das sein, dass da... Und dann hat er gesagt, ach, kein Problem, die kennen mich. Und ja, später wurde mir dann gesagt, dass das hier ein Ort ist, wo die Polizei scheinbar nicht viel zu sagen hat, dass es da auch Guerillas gibt, direkt an der Grenze und dass der Ort hier auf jeden Fall seinem Ruf gerecht wird, sehr gefährlich zu sein, so kann man sagen. Und dann ging es weiter, das war ziemlich interessant. Da sind wir mit einem Taxi, das ist dann so ein Sammeltaxi gewesen, mit 3 Leuten, das habe ich ja hier vorher kurz gezeigt, das waren dann Handyaufnahmen. 2 Polizeikontrollen gekommen, einmal auch aussteigen und haben sie grob gefragt, was machst du hier, hast du Drogen dabei, als ob ich sagen würde, ja, natürlich nicht. Und dann ist aber so witzig, wenn dann die Polizei kommt und fragt, dann redest du über Fußball, Frauen und schon hast du quasi einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ja, und dann weitergegangen und die erste Frage ist mal, was machst du hier? Brauche ich nicht. Wir gucken uns das mal an, ist wirklich cool. Du hast hier so eine kleine Bude, ein kleiner Tisch, ein Kühlschrank. Ja, der Kühlschrank ist auch witzig. Ist halt nur Wasser drin, ich habe halt gar nichts. Du hast hier eine kleine Küche. Was ich richtig, richtig gut finde. Warmes Wasser. Na gut, draußen hat es heiße Temperaturen, jetzt nachts nicht, aber am Tag. Aber heißes Wasser und hier das kleine Zimmer, also richtig cool. Und er hat mir gerade eingeschalten, hier, ich habe Netflix. Ich habe in meinem Leben noch nie Netflix geguckt, werde es auch nicht heute gucken. Spart jeden Tag wird hier für mehrere Stunden der Strom ausgeschalten. Kannst du dir das vorstellen? Es gibt keinen Strom. Das hier sind Energiesparlampen, wurden mir gesagt. Die brennen 2 Stunden, nachdem der Strom ausgeschalten wurde. Dann gibt es hier, ja, Fernseher ist komplett aus. Und es gibt hier einen Verstärker für Wi-Fi.
Und der läuft dann noch bis zu 6 Stunden. Jeden Tag ist für ein paar Stunden der Strom weg. Angeblich bis auf die Hauptstadt. Krass, also Stromausfall jeden Tag für mehrere Stunden. Kann jederzeit kommen, ist krass. Als ich angekommen bin, war Stromausfall. Und ja, das ist interessant. Also ja, aber wie gesagt, das ja, gehört dazu. Und muss dazu sagen, Taxifahrer einen Preis ausgehandelt und hinterher wollten sie ein bisschen mehr haben. Ich habe mich dann geweigert, habe es auch nicht bezahlt, aber das ist dann so eine Unverschämtheit, wo ich schon gemerkt habe, so die Leute sind nicht so mit Touristen, so die kennen sich nicht so aus mit Touristen. Also ich fühle da schon so eine Verbindung definitiv zu, ja, mit Honduras kann man es vergleichen. Da war auch die Infrastruktur mit Tourismus sehr wenig. Es war dementsprechend sehr teuer und gerade wenn du ein Taxi willst, zahlst du doch viel. Also das sind so meine ersten Eindrücke, aber nichtsdestotrotz lasse ich mich nicht entmutigen. Muss morgen jetzt erstmal gucken, wie ich an Geld komme. Ich habe keine Ahnung, wenn die Banken wirklich nicht zahlen, ob ich dann vielleicht in ein Geschäft gehe, gucke, ob man mit Karten zahlen kann und mir das auszahlen lasse. Aber ja, jetzt ist, wie du sehen kannst, 22:40 Uhr, noch 21 Grad und ich werde erstmal schlafen und morgen nach dem Kaffee entscheiden, wie es weitergeht. Und ja, das waren jetzt die ersten Eindrücke. Sehr spannend auf jeden Fall und wie ich finde, ja, interessant.